Ja, aber grundsätzlich habe ich früher als Kind immer Sachen, die mit Fußball zu tun hatten, zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt haben wollen und nicht so Sachen von Playmobil oder Lego, was vielleicht normal ist. Ich wollte immer einen Ball haben, wollte Anziehsachen haben und auch natürlich Torwarthandschuhe. Und ja, ich hatte anfangs ein sehr einfaches Modell, was man auch auf dem Ascheplatz tragen konnte, sodass sie sehr robust waren und nicht so beim ersten, zweiten Mal sofort hinüber waren. Es war ja so, dass früher der Belag innen, wenn man auf Asche gespielt hat, vielleicht nicht so empfindlich war. Heute der Schaumstoff, der ist ja relativ empfindlich. Das hat damit zu tun, dass wir ja meistens auf Rasen spielen, der Grip einfach ein besonderer sein muss, um bei allen Wettermöglichkeiten auch gut spielen zu können und da auch den perfekten Grip zu haben. Es gibt auch Torwarthandschuhe, die ich noch habe, wo ich relativ jung war. Ich denke mal so 10 Jahre alt, die man einfach behalten hat, um sie dann zu Hause zu haben als kleine Erinnerung. Und dann natürlich die Handschuhe, ja, womit man Erfolge erzielt hat, womit man mit der Mannschaft gewonnen hat. Zum Beispiel in London beim Trippelsieg oder auch in Rio im Maracanã-Stadion mit Deutschland. Solche bewahrt man sich natürlich auf, genauso wie das Trikot, aber da sind die Handschuhe für den Torwart natürlich auch was ganz Besonderes. Also wir Torhüter sprechen natürlich ganz eng mit unserem Ausrüster, mit Adidas, und bei mir ist es so, dass ich innen immer Schaumstoff auch haben möchte. Meistens geht der Schaumstoff nämlich nur bis zum Ende der Innenhand sozusagen und nicht darüber hinaus, weil wenn man Aufsetzer vorne reinfängt sozusagen, dann ist es für mich wichtig, dass ich hier auch noch einen Schaumstoffbelag habe. Und eine andere Sache, die mir persönlich noch immer wichtig ist, ist, dass ich einen Riegel habe, den ich zumachen kann, weil heutzutage ist es schon so, dass es auch Riegel gibt, also diese Spanner sozusagen, die doppelt rumgehen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich einen habe, dass ich einen guten Abschluss habe und das hier nicht groß überlappt. Das ist für mich wichtig, dass mich da irgendwie nichts stört. Es gibt natürlich verschiedene Torwarttypen, die Wert legen auf gewisse Dinge. Es gibt die Innennaht, so wie wir es hier jetzt sehen, und eine Außennaht, die ein bisschen weiter geht, wo es hier vom Schaumstoff her überlappt. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer schon mit der Innennaht spiele, und das wissen aber auch die Leute von Adidas, mit denen ich auch in einem guten Austausch stehe. Und sie planen immer schon damit, mir den Handschuh so zu bauen, wie er eigentlich auch beim Vorgängermodell gewohnt war. Ja, es geht ja da an sich nur um den Grip, ne? Es ist halt die Frage, wie ist gerade das Wetter. Wenn es jetzt richtig nass ist, richtig regnet, der Platz richtig komplett nass ist, dann hat man natürlich auch ein Handtuch da liegen neben dem Tor, wo man sich die Hände eher so ein bisschen trocken macht. Und wenn man vielleicht zu trockene Handschuhe hat, ne? Wenn der Ball dann auch trocken ist und der Platz stumpf ist und so, dann gibt es halt gewisse Dinge, die wichtig sind für den Innenschaum, dass er eine gewisse Nässe hat, einen gewissen Grip hat. Dann muss man es schon befeuchten, egal ob man es jetzt mit der Flasche macht oder auch reinspuckt. Wir sind alle keine Freunde vom Spucken grundsätzlich, aber es ist so, dass es da wirklich nur um die Handschuh-Performance geht und dass man da das richtige Gefühl und den richtigen Touch hat. Das Wichtigste für die Torwarthandschuhe ist einfach, sie zu pflegen und sie auch vielleicht schon ein bisschen warm zu spielen. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht bei jedem Spiel neue Torwarthandschuhe habe. Es ist so, dass ich 1- bis 2-mal damit trainiere, die schon eingespielt habe, damit auch der richtige Grip einfach da ist für das Spiel. Und dann ist es auch so eine Gefühlssache, wie weit kann man mit dem Handschuh gehen, wie lange kann man ihn anziehen, und da kommt es wirklich auf einen selber drauf an. Da ist es bei den Torleuten auch unterschiedlich. Manche wollen die vorher einmal gewaschen haben. Hier ist mittlerweile auch eine Folie drauf, wenn sie ankommen sozusagen, die man abziehen muss, und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, grundsätzlich denke ich, dass ich für 3 Spiele 2 Paar Handschuhe brauche. Das heißt, dass ich halt 1 bis 2 Trainingseinheiten mit dem Handschuh mache und dann das Spiel habe. Und dann, je nachdem, wie intensiv man auch trainiert hat, welche Übungen man gemacht hat, wenn man oft jetzt, sagen wir mal, auf dem Boden gelandet ist, der vielleicht ein bisschen stumpfer war, dann geht natürlich ein bisschen was vom Schaumstoff ab, vom Profil, und
Dann kommt es halt darauf an, wie lange der dann hält, aber man kann so sagen, für 3 Spiele brauche ich eigentlich 2 Handschuhe. Selbst nach einem Fehler oder nach einem schlechten Spiel ist es nicht so, dass ich jetzt so abergläubisch bin, dass ich jetzt sage, ich wechsle die Handschuhe, weil das beim letzten Spiel nicht so gut geklappt hat oder so. Das ist mir einfach nur wichtig, ob das Material gut ist, ob ich gut in das nächste Spiel gehen kann mit den Handschuhen und ob sie halt dafür jetzt sozusagen gemacht sind. Davon mache ich es abhängig und der Rest ist mir da eigentlich egal. Persönlich habe ich es noch nie so gehabt, dass mich irgendwas im Handschuh so gestört hat, dass es irgendwie juckt oder dass ich einen Reizzustand hatte. Wenn man mal vielleicht irgendwas vergessen wurde innen drin, das merkt man ja erst beim Anziehen, dann kann man den auch umdrehen sozusagen und dann vielleicht auch mit einer Nagelschere ein Stückchen irgendwo abschneiden. Das war früher, ich sag mal so vor 10 Jahren, öfters mal am Daumen der Fall gewesen, dass man sich das ein bisschen kleiner schneiden musste und dann hat man da keine Probleme gehabt, aber grundsätzlich ist eigentlich alles ja, komfortabel. Eigentlich habe ich kein Ritual vor dem Spiel. Es ist ja so, dass ich auch der Kapitän bin und dann die Platzwahl mache mit den Schiedsrichtern. Und da habe ich die Handschuhe immer aus, weil man sich ja die Hand gibt und so aus Respektgründen. Und dann ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie was Besonderes bei den Handschuhen oder beim Anziehen mache. Grundsätzlich habe ich vorm Spiel noch mal gerne einen Ball in der Hand, um einfach einen guten Touch zu haben. Aber ansonsten ist alles ganz normal. Ich gehe eigentlich zu jedem Spiel mit 2 Paar Handschuhen, einem, dem ich spiele und dem anderen, falls was passiert. Es kann auch schon mal sein, wenn es jetzt so richtig nass ist und ich relativ neue Handschuhe anhabe, dass ich dann auch noch mal mich umentscheide, dass ich vielleicht auf das alte Paar zurückgreife und nicht das neue anziehe. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich möglichst ohne Tape spiele. Selbst wenn ich Probleme habe, versuche ich auch immer kein Tape zu tragen, um auch einfach ein gutes Gefühl zu haben. Das habe ich genauso an den Füßen, wenn ich jetzt ein bisschen vielleicht ja, was an den Sprunggelenken habe, versuche ich da auch ohne Tape zu spielen und dasselbe gilt für meine Finger und deshalb, ich finde eigentlich, dass der Handschuh schon relativ stabil ist. Das kommt dann immer auf den Riegel drauf an, wie fest man den auch zumacht und da habe ich eigentlich immer ein gutes Gefühl und bin gut mitgefahren. Für mich persönlich ist es halt wichtig, natürlich gutes Material zu haben, zufrieden zu sein und auch ja, so positiv mit allem umzugehen. Selbst wenn irgendwas mal nicht stimmt, bin ich eigentlich ein Freund davon, die Sachen so anzunehmen, wie es ist. Das gilt natürlich für die Handschuhe, aber gilt auch über die Jahre für die Bälle, weil viele Torhüter auch oft die Bälle kritisiert haben. Aber man muss sich, sag ich mal, dem stellen, was auf einen zukommt, egal was für Situationen es gibt. Und wichtig ist, dass man die Finger hinter den Ball bekommt. Trotzdem ist das Material natürlich entscheidend auch für uns. Ja, ich denke, dass auch in den Sportartikelläden schon Experten sitzen, die sich da mit den Handschuhen auskennen. Und da kommt es ja auch darauf an, wo man jetzt trainiert, ob man immer auf dem Rasen trainiert oder ob man auch auf mal dem Ascheplatz trainiert. Da ist es halt wichtig, wie schnell verschleißt auch natürlich so ein Handschuh und wie lange kann man mit dem Handschuh trainieren bzw. auch spielen. Und ja, dann ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt und ja, man Spaß dabei hat, auch sich ins Tor zu stellen. Wenn ihr noch mehr Bilder von mir sehen wollt, klickt hier oder abonniert unseren Kanal.